Die einen sagen, das ist so ein bisschen arrogant, das abgesetzt hier von den anderen Hochhäusern zu stellen. Aber ich finde das schon toll. Die Sicherheitsauflagen sind hier schon sehr hoch. Also hier kommt nicht einfach jeder rein. In diesem Gebäude entscheidet die EZB über die Geldpolitik im Euroraum. Am besten der Jan zuerst. Sämtliche Geräte in die Kiste. Wunderbar. Irgendwelche elektronischen Geräte, Laptop, iPad, Taschen komplett leer, Kleingeld, Taschentücher, Geldbeutel, einmal bitte durch. Vor den Dreharbeiten geht's erstmal durch den Sicherheitscheck. Jeden Morgen aufs Neue. Nein, das ist ein Taschenmesser. Ja? Darunter, dahinter, da vorne. Meinen Sie das hier? Ach so. Nein, das ist ein Taschenmesser. Das wäre auf jeden Fall hier in dem Bereich. Ei. Das meinen Sie? Das ist in Ordnung. Alles gut. Dann schönen Aufenthalt. Danke. Dankeschön. Das war's. Es ist ein Gebäude mit Sonderstatus. Wir sind auf deutschem Grund und Boden tatsächlich, aber es gibt das nennt sich Headwater Agreement mit der Bundesrepublik. Also die Polizei kann jetzt nicht einfach kommen und möchte hier rein und also auch Zoll nicht. Das dürfen sie nicht. Wenn wir natürlich einen Notfall haben und sie rufen, dann kommen sie rein. Aber ansonsten sind die Räume und die Archive der Europäischen Zentralbank unantastbar. In meinem Job ist kein Tag wie der andere. Ich lerne jeden Tag noch was Neues und ich lerne jeden Tag neue Leute kennen und habe jeden Tag neue Aufgaben zu bewältigen und das ist das, was fasziniert. Morgen. Guten Morgen. Die Sicherheitsauflagen, die sind ja hier immens hoch. Wieso ist das denn so? Weil wir die Europäische Zentralbank sind und hier nicht jeder reinkommt. Wir haben unsere Sicherheitsauflagen gemäß unserem Assessment, was Bedrohung angeht. Und das sind unsere ganz normalen Sicherheitsauflagen. Ich finde die jetzt schon extrem hoch. Ne, ich würde sagen, sie sind angemessen. Angemessen darin, dass wir halt ein schützenswerter Bereich sind. Da hängt viel dran. Ne? Die ganze Wirtschaft Europas. Wir sind die Zentralbank für 340 Millionen Menschen. Unbeaufsichtigt dürfen wir uns auf dem Gelände nicht bewegen. Morgen, Herr Ruckam. Grüße Sie. Herzlich willkommen. Mike? Ja, ich glaube, mich brauchst du jetzt nicht mehr. Ich übergebe die Frau. Ja. Pressesprecher Stefan Ruhkamp wird bei den Dreharbeiten unser stetiger Begleiter sein. Den habe ich Ach so, schon. okay. Das ist Ihr Ausweis und das müssen wir gleich, Alles klar. damit Sie überall reinkommen, wo ich auch reinkomme. Okay. Ich mache jeden Morgen ein Foto von dem Gebäude und schicke das über Snapchat an meine Kinder, weil je nach Licht sieht das Gebäude immer anders aus. Das ist ein tolles Gebäude. Mit dem Aufzug ganz nach oben. Das dürfen nur wenige. Ist es da oben einsam? An der Spitze ist immer ein bisschen einsam, aber ganz allein bin ich ja nicht. Ich habe da ein tolles Team, das zusammen mit mir arbeitet. Das, was wir bei der EZB entscheiden, das hat einen direkten Einfluss auf die Menschen, wie es den Menschen geht. Und natürlich macht man sich dann manchmal Gedanken, ob eine Entscheidung wirklich die richtige ist. Promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin der Uni Bonn, ehemalige Wirtschaftsweise und jetzt Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Guten Morgen. Damit ist Isabel Schnabel auch Mitglied des EZB-Rates. Das heißt, sie gehört zum engen Kreis von nur 26 Personen, die für die Preisstabilität im Euroraum verantwortlich sind. Der Schlumpf, ist das ein Geschenk von Ihren Töchtern? Nein, den habe ich mir tatsächlich selbst gekauft. Aber wenn es mal ganz turbulent hergeht, dann werfe ich einen Blick auf meinen Schlumpf und dann geht es schon wieder ein bisschen besser.
Turbulent wird es auch jetzt wieder. In 2 Wochen werden die Leitzinsen neu festgelegt. Das geschieht alle 6 Wochen. Der Leitzins, der hat Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft. Und davon hängt es ab, wie viel die Menschen konsumieren, wie viel die Unternehmen investieren, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist. Und das hat natürlich Auswirkungen, unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Welche Rolle spielen Sie in diesem Prozedere? Ich bin bei der EZB zuständig für die Finanzmärkte. Und deshalb halte ich am Anfang der geldpolitischen Sitzung einen der beiden Einführungsvorträge. Haben Sie damit Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Leitzinses? Auf jeden Fall ist natürlich so, dass ich ein bisschen die Möglichkeit habe, den Ton zu setzen und auf bestimmte Entwicklungen hinzuweisen, die ja dann auch eine Rolle spielen für die folgende Entscheidung. Wird es dann per Stimmenabgabe entschieden? Also wir stimmen tatsächlich sehr selten ab, sondern wir versuchen uns im Rahmen der sehr ausgiebigen Diskussion auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Und das funktioniert auch meistens. Es kommt schon einmal vor, dass die eine oder andere Person eine andere Meinung hat, aber meistens schaffen wir es, uns auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Und da diskutieren Sie auch mit dann kräftig? Ja, auf jeden Fall. Noch höher hinaus als die Direktorin kommt er. In Bereiche, wo kein Aufzug mehr hinfährt und die kaum jemand kennt. Ja, das ist beeindruckend. Ja, ich bin nicht oft hier, 1-2 Mal im Jahr. Aber das guckt man sich schon immer ganz gerne mal an. Die Technik, die Konferenztechnik in Verbindung mit dem Arbeiten für Europa. Ja, und das ist das Multikulturelle, die verschiedenen Nationalitäten. Das ist was Besonderes. Das hat mich gereizt und reizt mich immer noch. So, was wir hier sehen, gehört alles zur Heizungsanlage, ja, und zur Warmwasseranlage und so weiter. Ich kenne mich im Detail ja jetzt auch nicht aus als Konferenztechniker. Und diese riesigen Schächte hier oben, das ist Heizung und Lüftung und Klima. Ja, die sind schon sehr beeindruckend. Auch da hinten dieses riesengroße Teil. Aber das ist auch ein großes Haus. Hier kann man die Dimensionen gut erkennen. Ja, die riesigen Querschnitte dieser Lüftungskanäle und Heizungsschächte. Und hat zudem auch noch einen schönen Ausblick. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Kopfstation, also zur Satellitenempfangsstation. Da muss man hier durch und kann dann aufs Dach gelangen. Ja, das ist schon beeindruckend. Also die super Aussicht hier, vor allem bei dem Wetter jetzt. Da kann man richtig weit gucken. Hier Odenwald, Taunus, hier die Skyline, Offenbach da hinten bis nach Bayern guckt man da. Ja, das ist schon toll. Ja. Deshalb ist Frank Lautenschläger aber nicht hier oben. Nichts verstellt, nichts abgerissen. Das sieht soweit gut aus. Ja, es hat im Dezember ja heftig gestürmt und da prüfen wir dann schon mal hier die Verkabelung der SAT-Anlage und ob die Spiegel, die Empfangsschüsseln hier noch in Position stehen. Denn das kommt schon mal vor, dass bei heftigem Wind sich da was verstellt oder gar ein Kabel abreißt. Ja, das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal. Und dann gibt es kein Fernsehsignal mehr im Haus. Und es gibt ja Abteilungen, die darauf angewiesen sind, ja, wie die Pressestelle, ja, und andere, die Reuters und Bloomberg und solche Nachrichtensender und Infosender empfangen müssen.
In der 23. Etage arbeitet jemand, der die Euroscheine so gut kennt wie sonst kaum einer. Seinem geschulten Auge entgeht nichts. Die Qualität ist hier wirklich nur durchschnittlich, eigentlich primitiv, möchte man schon sagen. Ich drucke seit meinem 12. Lebensjahr. Ich bin gelernter Druckingenieur. Drucken ist mein ganzes Leben. Und dann hat man natürlich auch einen Blick dafür und hat eine Ahnung davon. Alle international verbreiteten Fälschungstypen landen auf seinem Tisch. Und man sieht an der Bildstruktur ganz klar, dass sie mit einem Tonerkopierer hergestellt wurde. Eben gut genug, um sie dann doch im Zahlungsverkehr abzusetzen. Gibt es denn nicht sowas wie einen Fälscher-Ehrgeiz, also den perfekten Schein entwickeln zu wollen? Das ist eine ziemlich romantische Vorstellung. Alle paar Jahre haben wir mal den Fälscher-Nerd, der sich tatsächlich Mühe gibt und der auch kreative Lösungen findet, wie er Sicherheitsmerkmale nachahmen kann. Aber das ist ein winzig kleiner Prozentsatz des Falschgeldes. Und die ganz große Masse ist einfach nur eben gut genug. Mehr Ehrgeiz hat der Durchschnittsfälscher nicht. Was ist das Idiotischste, was Ihnen jemals auf den Tisch gekommen ist? Der war im Umlauf. Ja, der ist wiederholt angenommen worden, und zwar sogar als 300-Euro-Schein. Er ist nicht mehr verwechselt worden mit einem 100er, den man ja ähnlich sieht, sondern es gab tatsächlich Leute, die haben das als 300 Euro angenommen. Was haben wir denn noch in unserem Sammelsurium? Was war denn das mit dem Tausender? Ja, also den müssen wir jetzt nicht unbedingt vor der Kamera eintreten. Warum nicht? Das ist doch schade. Der Tausender. Und für die Damen der Sixpack 600er. Die waren aber nicht im Umlauf. Nee. Doch, ganz vereinzelt auch das. Das heißt, da hat jemand mit bezahlt an der Kasse und hat Paff. Wechselgeld gekriegt? Ja, für 200 Euro Ware und 800 Euro Wechselgeld. Und so eine für eine Stange Zigaretten in Köln. Die häufigsten Fälschungen sind 20er und 50er. Das sind die gängigen Stückelungen, die jeder jeden Tag so im Portemonnaie hat. Da ist er doch. Die Blüten aus ganz Europa sind in einer Datenbank erfasst. Wir hatten jetzt im abgelaufenen Jahr 467.000 gefälschte Noten, die im Zahlungsverkehr innerhalb dieses einen Jahres angefallen sind. Aber das muss man natürlich im Proport sehen. Wir haben 29,5 Milliarden echte Banknoten im Umlauf. Im Verhältnis dazu ist diese 500.000 sehr wenig. Erkennbar sind sie alle, auch die gut gemachten. Wir sehen jetzt hier die Fälschung. Die Fälschung ist gerastert, das heißt, sie ist in Punkte zerlegt. Bei der echten Banknote ist das Bild in scharfen Linien aufgebaut, keine Rasterpunkte. Und außerdem sehen wir, dass der echte Schein hier die sogenannte Mikroschrift hat, also ganz winzig kleine Buchstaben. Und das kann die Fälschung natürlich alles nicht. Aber es gibt genügend Dinge an diesem falschen Schein, die man auch als Otto-Normalverbraucher ganz, ganz leicht erkennen kann. Ein Beispiel. Wir haben bei der echten Note hier auf der Vorderseite die sogenannte Smaragdzahl. Die glänzt smaragdgrün, und wenn man den Schein kippt, wenn man ihn bewegt, dann sieht man, dass ein Leuchtbalken auf und ab geht, wohingegen die Fälschung diesen Effekt nicht zeigt. Unser Job ist festzustellen, wie ist der falsche Schein gemacht worden. Wir beschreiben diese Fälschung, wir zeigen die Defekte, die Fehler, die Unterschiede, die er gegenüber der echten Note hat. Und das sagt uns einerseits, wie die Fälscher gearbeitet haben. Außerdem hilft es uns festzustellen, welche falschen Scheine zusammengehören, von der gleichen Fälscherwerkstatt kommen. Und das ist wiederum ganz wichtig für die Polizei. Eng mit der Polizei zusammen arbeitet auch die Sicherheitsabteilung. Haben wir da auch aufgrund der Sicherheitslage irgendwelche Polizeikräfte? Die Polizei ist informiert und wird Vorbereitungen für die Pressekonferenz in 2 Wochen. Die findet nach der Ratssitzung anlässlich der Leitzinsverkündung statt. Das heißt, die werden wahrscheinlich dann hier die Patrouille fahren? Die Patrouille hinten im Bahnhof, ja. Okay. Ist das die gleiche, die vorne am Entry Nord ist, oder ist das eine extra Patrouille? Das wird noch bestätigt. Wird noch bestätigt. Ja. Gut, es wäre natürlich gut, wenn das eine extra Patrouille wäre. Ja, habe ich auch gesagt, ja. Wie ist es jetzt mit den Personenschützern von der Präsidentin? Wie ist da der Austauschstand? Austausch ist up to date, sind informiert worden auch über die Veranstaltung. Programm ist geschickt, Gästeliste ist auch geschickt.
Die wissen Bescheid. Gut. Also wenn Journalisten kurz vor Eintreffen der Präsidentin noch mal schnell auf Toilette müssen und dann aber wieder rein wollen, aber wir schon zugesperrt haben. Also das sind so Stressmomente, richtig? Was du sagst, das ist tatsächlich das Allerschlimmste, dass du kriegst den Funkspruch, sie ist unterwegs und dann weißt du genau, es dauert zwischen 5 und 10 Minuten und nach der Hälfte, sagen wir mal nach 5 Minuten, geht der Aufzug auf und es kommen Journalisten rein, die noch unbedingt in den Raum möchten. Das heißt, die Taschen müssen geprüft werden, der Name muss geprüft werden. Und wenn der Aufzug aufgeht und sie kommt, dann hat da keiner zu stehen. Und das ist Fakt. Das ist Punkt im Drehbuch, da steht keiner. Wie weit sind denn jetzt die Vorbereitungen? Ich sage mal, zu 80% sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt warten wir noch auf spezielle Termine, bestimmte Deadlines von Journalisten, die sich noch anmelden. Und was wir hier in der Bank durchführen, ist praktisch ein Background-Check, ob das tatsächlich Journalisten sind und inwieweit sie vielleicht schon auffällig geworden sind. Wir hatten da mal einen Vorfall in 2015. Da gibt es ja auch Bilder in der Presse von. Da hat sich eine Dame als Journalistin akkreditiert und hat sich als Störerin herausgestellt und ist dann auf den Schreibtisch während der Pressekonferenz gesprungen. Also vor unseren damaligen Präsidenten. Das war ein Schreckensmoment für alle, ne? Also hätte ja auch was anderes sein können. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao. Mike Röhm erarbeitet ganze Sicherheitskonzepte. Ich habe am Tag hier 4 Dutzend Sicherheitsmitarbeiter zu koordinieren. Das ist eine riesengroße Sicherheitsmaschine, die wir halt am Laufen halten müssen. Ich danke dir. Ciao. Und dazu gehört einiges. Ich sage immer Problemlöser und Wunschfee. Ja. Warum? Naja, es gibt die Probleme, die man erkennt und die versucht man natürlich so schnell zu lösen. Und dann gibt es natürlich Wünsche von irgendwelchen Aufschlüssen, weil jemand seinen Schlüssel vergessen hat oder frühzeitige Öffnen von irgendeiner Ausstellung oder Abschließen von Meetingräumen, die quasi für die Pause abgeschlossen werden müssen, weil da hochsensible Daten drin sind. Und deswegen ist es immer so problemloser und wunschfähig. Ein neuer Tag beginnt. Morgen. Audiotechniker Frank Lautenschläger ist für die Betreuung von Konferenzen und Meetings zuständig. So, gucken wir mal, wo noch was frei ist. Ja, das ist der Grundriss unserer Etage und da weiß man einfach, wo wer sitzt. Man kommt morgens und steckt sein Männchen hin, wo man sich hinsetzen möchte, beziehungsweise wo ein Platz frei ist. Hier ist sozusagen hier die Parkzone und für die Leute, die krank sind, im Urlaub, in einem Training, Homeoffice machen. Das ist sogenanntes Activity-Based Working. Das heißt, man kann sich den Platz aussuchen. Also man sitzt nie am gleichen Platz. Was hat man denn als Audiotechniker am Schreibtisch zu tun? Ja, wir haben eine große Datenbank, wo alle Meetings und Konferenzen eingetragen werden. Da muss ich natürlich morgens erstmal die Lage checken und sehen, was wo stattfindet. Überall, wo so ein Balken drin ist, ist dieser Raum gebucht für eine Konferenz, für ein Meeting. Wir haben an die 50.000 Meetings, Konferenzen, Tagungen im Jahr in diesem Gebäude. Ja. Und wir sind ein Team von 5 Mann. Und das artet schon oftmals in Stress aus. Ja. Also wenn dann viel stattfindet auf einmal, dann kommt man da schon ins Schwitzen. Zurück in die 39. Etage. Was steht heute so an? Oh, wir haben einiges wieder im Kalender. Nahtlos. Durchgehend. Habt ihr denn die Ordner für die Sitzung schon bekommen? Ja. Bald trifft sich der Zentralbankrat wieder zur Ratssitzung. Dankeschön. Der Zentralbankrat, der besteht aus insgesamt 26 Personen. Das ist das Direktorium, das sind 6 Personen und dann die 20 nationalen Zentralbankgouverneure von den 20 Mitgliedstaaten im Euroraum. Neben Frau Lagarde sind Sie die einzige Frau, nur 2 Frauen im Rat. Ich mag alle meine männlichen Kollegen natürlich sehr gerne.
Aber vielleicht ist es nicht mehr ganz zeitgemäß, dass nur 2 von 26 Frauen sind. Müssen Sie da besondere Überzeugungsarbeit leisten, wenn Sie als Frauen so in der Minderheit sind? Aber ich glaube, die beiden Frauen im Zentralbankrat sind beides Frauen mit einer starken Persönlichkeit. Das geht eigentlich fast von alleine. Noch eine Woche bis zur Leitzinsentscheidung. Ist es gerade stressig? Ja, sehr stressig. Warum? Ist besonders viel zu tun? Oder? Sie hat immer sehr, sehr viele Termine. Es ist wirklich sehr stark durchgetaktet. Ich habe gerade gehört, Sie sind da sehr durchgetaktet. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag so aus? Ja, ich komme morgens relativ früh und dann habe ich den ganzen Tag über Termine, manchmal physische Termine, häufig heute natürlich auf Videokonferenzen. Und das geht dann so den ganzen Tag von, sagen wir mal, morgens um 8 bis abends um 19 Uhr. Und ja, dann setze ich mich nochmal an den Schreibtisch und erledige dann die eigentliche Arbeit. Das heißt, ich beantworte meine E-Mails, ich lese Dossiers, ich schreibe oder redigiere Texte. Und das wird dann manchmal schon ganz schön spät. Haben Sie denn überhaupt noch ein Privatleben? Ja, man kann es vielleicht so sagen, in der Woche arbeite ich extrem viel. Aber das Wochenende ist dann, zumindest bis Sonntagabend, ist dann für die Familie da. Sie haben Kinder? Ja, ich habe 3 wunderbare Töchter. Und die tragen das auch alle mit? Ja, man kann sagen, die sind auch ein bisschen stolz auf ihre Mutter. Und Sie haben auch Instagram? Ja, das stimmt. Ich kann Ihnen mal zeigen, mein Account. Und das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel vor kurzem gemacht habe. Das war ganz witzig. Also ich finde, für eine EZB-Direktorin ist das schon sehr unkonventionell. Ich kenne das ja von meinen Kindern. Vieles läuft über Social Media. Und deshalb habe ich von Anfang an eigentlich Social Media zum Teil meiner Kommunikation gemacht. Sie treffen auf Staatsoberhäupter. Sie haben König Felipe getroffen. Wie schafft man es da, so normal zu bleiben? Oh, was sagt man dazu? Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Ich habe eigentlich immer versucht, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Spielt die Familie da eine Rolle mit auch? Ja, auf jeden Fall. Die Familie erdet einen natürlich. Gerade meine Töchter, die sagen einem dann ja auch mal, wenn sie irgendwas nicht so gut finden. Und ich glaube, das erdet einen. Klar, dass auch wir für Instagram festgehalten werden. Der nächste Termin gleich im Anschluss mit ihrem Team. If we do that one analysis comparing kind of the US and the euro area, I think that would be very useful for us. I'm looking forward to what you're going to send to me during the week. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Zu jeder Ratssitzung hat Frau Schnabel ja eine Präsentation, wo sie halt die Entwicklung am Finanzmarkt seit der letzten Ratssitzung quasi erklärt. Und wir präsentieren ihr eigentlich immer die Ereignisse, die am Finanzmarkt halt irgendwie passiert sind und was dort gerade abläuft, geben wir eigentlich regelmäßige Updates drüber. Dass die Themen, an denen wir arbeiten, sehr aktuell sind, dass man auch mal morgens in der Zeitung liest, woran wir gerade arbeiten, das macht sehr viel Spaß und gibt natürlich auch eine Relevanz der Arbeit. Wir sind ja relativ viele Leute hier in der EZB und alle sehr spezialisiert. Zum Beispiel gibt es eine Abteilung, die schaut sich speziell die Inflation an, wie die sich entwickelt, auch was die Inflationserwartungen sind. Wir speziell schauen uns halt den Finanzmarkt an, wie sich die Zinsen entwickeln. Und das ist natürlich dann auch wichtig für die Entscheidung, die letztendlich vom Rat getroffen wird. Ich schaue jetzt erstmal, ob das alles noch so stimmt, was wir gerade Frau Schnabel präsentiert haben. Wieso ist das so schnelllebig? Naja, wir hatten jetzt 1,5 Stunden Meeting, da kann schon mal was passieren am Finanzmarkt. Zum Beispiel letztes Jahr im März, als ein paar Banken in den USA pleite gegangen sind, das war gerade um diese Ratssitzung rum, da war es schon auch ziemlich stressig. Und gerade weil der Markt in den USA auch über Nacht auf ist, müssen wir dann halt auch morgens alles updaten und da halt irgendwie die neuen Ereignisse berichten. Und das kurz vor der Ratssitzung? Und das war am Tag der Ratssitzung, genau. Das klingt nach Stress. Ja, das war auch Stress, ja. No, unfortunately, I need to finish this for now. Shall I wait for you? I think it will take a bit longer. Okay, but then we move on. Okay, thanks. Englisch ist hier nicht nur üblich, es ist auch Amtssprache. Über 5000 Menschen arbeiten im EZB-Tower. Davon kommen knapp 3/4 aus dem europäischen Ausland. Las cosas para hacer en Ireland, Finnish, Swedish, hablo español. Mittagspause.
Ein Café im Foyer und 2 Kantinen sorgen für Stärkung. Schade, dass Sie nicht früh gekommen sind. Ja, wir haben hier in Dresden eine Heilbutt gehabt. 78 Kilo. Auch ein eigenes Fitnessstudio haben sie hier. Runter, versuch meine Hand zu berühren. Bist gleich da, bist gleich fast dran. Ja, sehr gut halten. 3, 2, 1. Also es gibt richtige Kurspläne und da kannst du dich bei uns im Intranet dann einbuchen und dann gehst du in deiner Mittagspause hier drin. Ich habe das Privileg, ich muss nichts für bezahlen. Die Sicherheitsabteilung bezahlt das für uns, dass wir uns fit halten. Du musst von jetzt auf gleich da sein und das geht nur, wenn du gesund bist und wenn du fit bist. Nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Gab es denn auch schon mal schwierige Situationen? Nö, wir hatten am Entry Nord eine Demonstration, wo wir Verbindung mit der Polizei aufnehmen mussten. Die Demonstranten haben uns aber den Weg versperrt und da musst du durchgehen. Dann gehst du halt da durch. Ja? Also es gab natürlich auch schon wirklich kritische Situationen. Stell dir vor, Freitagabend, blaue Sommernacht hier, goldene Stunde. Und da kommen zwei große schwarze Limousinen an den Personaleingang, machen den Kofferraum auf und holen so Maschinenpistolen raus. Dann haben wir das natürlich geregelt, wie das ein vernünftiger Mensch regelt, haben die Polizei gerufen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die coolen Rapper-Jungs ein Video drehen wollten, aber nicht Bescheid gesagt haben. Und dann steht das Überfallkommando da. Und ja, dann wird aus den großen, schweren Rappern ganz schnell der kleine Junge, der eigentlich schon Spaß machen wollte. Direkt vom Fitnessstudio zum Job. Mike Röhm hat Spätdienst. Arbeitest du immer im Anzug? Ja. Ja, wir sind in der Bank, also ein bisschen ordentlich aussehen. Muss man die selber kaufen? Nee, also wir in der Sicherheitsabteilung, wir haben das Privileg, dass wir ein Budget haben und dann gehen wir zum Schneider und dann kriegen wir die Anzüge gemacht. Und da gibt es dann mehr als einen? Da gibt es mehr als einen und die Farben darf man sich auch aussuchen. Ich bin halt einer, ich habe alles gerne in einem Ton. Das heißt? Ja, zu jedem Anzug die passende Handyhülle. Und die Schuhe auch? Nee, die Schuhe sind nicht, aber die Socken. Der einzige Traum, den ich hier noch habe, ist mit dem zu fahren, aber das dürfen wir nicht. Warum nicht? Ja, weil wir als Betreiber dieses Aufzuges müssen sicherstellen, dass jeder, der ihn benutzt, so einen Paternoster-Führerschein hat. Ich meine, selbst wenn ich ihn jetzt hätte, müsste man den ganzen Tag jemand hinstellen, der diesen Führerschein kontrolliert. Er funktioniert, er ist TÜV geprüft und alles, aber der Aufwand, um ihn zu betreiben, ist einfach zu groß. Weißt du, von wann der ist? Also ich weiß, dass er in der alten Großmarkthalle auch schon drin war. Aber wie alt er genau ist? Ziemlich alt, von 1928. Da wurde die Frankfurter Großmarkthalle eröffnet. Damals die größte stützenfreie Eisenbetonhalle der Welt. Sie galt als technisches Wunderwerk, das internationales Aufsehen erregte. Jahrzehntelang kam die Instandhaltung zu kurz. Der Gemüsegroßmarkt war dringend sanierungsbedürftig. Das Angebot der Europäischen Zentralbank, hier ihren neuen Sitz zu errichten, für die Stadt Frankfurt eine gute Gelegenheit, die Altlast loszuwerden. 2005 übernahm die Europäische Zentralbank das Gelände mit der Auflage, die Großmarkthalle zu erhalten. In 3 Jahren entstand der neue Bau. Die Kosten knapp 1,3 Milliarden Euro. Etabliert hat sich der Name EZB Tower, aber eigentlich heißt er Sky Tower. Er wirkt wie ein Hochhaus. Tatsächlich sind es aber 2, die sich umeinander winden und durch Stege und eine gemeinsame Fassade miteinander verbunden sind. Die ehemalige Großmarkthalle. Jetzt zerteilt durch einen Kai. Von außen ist sie noch sichtbar. Und innen eine Haus-in-Haus-Konstruktion, die vom Raumgefühl des einstigen Architekturwunders nur noch wenig erahnen lässt. ...2008, so Mitte der Baustelle, bin ich hierher gekommen.
Da war das Hochhaus halb hoch gebaut und ab dann war ich hier und habe das Hochhaus quasi wachsen sehen. Es ist eines der imposantesten Gebäude weltweit, würde ich fast sagen. Und hier drinnen zu arbeiten und hier sich frei bewegen zu dürfen, ist schon ein Privileg. Ne? Macht so ein bisschen stolz. Also es gibt, glaube ich, keine Ecke in dem Haus, die ich nicht kenne. Ja, bitte? Ja, natürlich, ich bin auf dem Weg. Der Anruf kam aus dem Briefzentrum. Das ist unten im Keller. Es ist ja nicht nur, dass man stolz ist. Ich habe einen Job gefunden, der mir auch Spaß macht, weil nicht jeder Tag ist wie der andere. Also ich könnte jetzt nicht 12 Stunden im Büro sitzen. Hey René, alles gut? Wenn irgendwo Sicherheitsbedenken aufkommen, muss Mike Röhm hin. Hallo. Was hast du denn? So, schau dir das mal bitte an. Ich habe hier Komponenten, einmal Verdrahtung, einmal Batterie. Haben wir organische Masse? Wir haben organische Masse auch dabei. Jetzt brauche ich von dir noch sozusagen das Feedback, ja, nein. Ja. Was ist da nicht in Ordnung? Naja, weil es verdächtig aussieht. Ne? Also es ist jetzt kein normaler Brief. Da sind Komponenten drin, die in den normalen Brief nicht reingehören. Und das müssen wir jetzt nochmal prüfen. Okay, werden denn hier alle Briefe geprüft? Alle. Was könnte das denn sein? Das wissen wir nicht. Das prüfen wir jetzt und deswegen würde ich euch bitten, den Raum mal zu verlassen. Die genaue Untersuchung dürfen wir nicht filmen. Und? Ja, eine Geburtstagskarte kommt öfter vor. Aber ist eine gute. Eine Woche später. Es ist der Tag der Zinsentscheidung. 7 Uhr früh im Ratssaal. So, machen wir hier ein bisschen schön. Gestern war schon der erste Tag der Ratssitzung und dann sieht das natürlich etwas gebraucht aus hier und da muss Ordnung gemacht werden und wir prüfen, ob die Mikrofone funktionieren. Legen die Kopfhörer wieder sauber hin, wie an den Namensschildern zu lesen. Hat jeder seinen festen Platz hier. Ich bin mit einem Kollegen zusammen verantwortlich für Bild und Ton und die Aufzeichnung dessen, was alles gesprochen wird. Also ich bin schon seit Gründung bei der EZB. Ich habe seitdem nahezu jede Ratssitzung betreut und das sind jetzt knapp 27 Jahre. Ja. Hier sitzt der Kollege mit dem Laptop, mit den Präsentationen drauf. Das war jetzt auch gut, dass ich geguckt habe, denn da war der Stecker draußen. Das wäre in einer halben Stunde nach Sitzungsbeginn übel ausgegangen, ohne Strom. Natürlich wird ein gewisser Teil Routine, ja, die Technik, ja, das wiederholt sich schon, ja, aber es bleibt doch trotzdem immer auf einem Mindestspannungslevel. Also bist du noch aufgeregt vor so einer Sitzung? Ja, ein bisschen, ja. Also nicht mehr so wie früher, aber schon ein bisschen, ja. Warum? Naja, you never know, ja. Es könnte theoretisch ja irgendwas passieren. Ja? Also jetzt meinetwegen um 2 Minuten vor Beginn kann ja trotzdem irgendwas ausfallen, ja, an der Technik. Das ist natürlich immer die Grundangst, so eine kleine, ja, die verbleibt, die verschwindet auch nicht. Das liegt in der Natur der Sache. So, 1, 2, 3, Test. Kannst du mich hören, Thomas? Ja, ich kann dich hören, aber die Kamera geht noch nicht auf dein Bild. Ach, die ist noch aus, ja. Jawohl. Ja, jetzt ist das Bild da. Super. Isabel Schnabel checkt nochmal ihren Vortrag.
Zusammen mit den anderen Ratsmitgliedern wird sie gleich wieder darüber entscheiden, ob ein Kredit teurer oder günstiger wird. Sind Sie jetzt nervös? Nein, nervös ist der falsche Ausdruck, aber ich bin natürlich ein bisschen angespannt. Es geht um wichtige Entscheidungen und ich nehme das ausgesprochen ernst und bereite mich immer sehr gut vor. Und deshalb ist dieser Tag schon immer etwas ganz Besonderes. Das heißt, dass sie auch darauf Einfluss hat, ob eine Firma investieren oder ein Häuslebauer sich den Kredit leisten kann. Isabel Schnabel trägt eine hohe Verantwortung. Bereitet Ihnen das manchmal schlaflose Nächte? Ja, zu Beginn meiner Tätigkeit war das noch mehr der Fall. Inzwischen habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung und das hilft dann eben auch dabei, professionell mit der Situation umzugehen. Aber man darf eben nie vergessen, die Verantwortung, die wir haben, ist riesengroß. Haben Sie noch einen Blick auf die Menschen da unten oder verliert man das so ein bisschen, wenn man so weit oben sitzt in der Arbeitshierarchie? Ja, ich versuche tatsächlich viel mit Menschen zu sprechen, also auch in meinem Alltag, dass ich also spreche mit der Verkäuferin in der Bäckerei oder mit meiner Friseurin, um einfach ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was die Menschen wirklich umtreibt. Und da habe ich natürlich mitbekommen, wie sehr die Inflation auf den Menschen lastet. Und das zeigt einem dann noch mal ganz unmittelbar, wie wichtig das ist, was wir tun. Bald geht's los. Frank Lautenschläger hat seinen Platz eingenommen in der Regie. Ja, 25 Minuten haben wir noch. So, also noch Zeit für einen Kaffee, ja, wenn die Vorbereitungen alle abgeschlossen sind. Ne? Der Kollege, der guckt jetzt hier noch mal nach den Kameras. Das ist ja jetzt heute der zweite Teil der Sitzung. Nur ein halber Tag. Gestern ist das ein voller Tag gewesen und wenn du hier 9 Stunden zusammen in einer Kabine sitzt, ich meine, dann sprichst du natürlich auch, dann erzählt man sich auch mal ein paar private Sachen. Ja, aber wenn die hier tagen, dann müsst ihr doch konzentriert dabei sein. Ja, also man lernt mit der Zeit mit einem Ohr mitzuhören, was draußen passiert. Das Unterbewusstsein ist so geschult, dass man es wirklich sofort wahrnimmt, wenn was nicht im Reinen ist. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 10 Minuten. Jetzt füllt sich der Raum langsam. Ein Hüsteln der EZB kriegt ihr als erstes mit? Ja, sicher. Also wir sind damit die Ersten. Es besteht natürlich auf der anderen Seite da auch eine große Verantwortung. Ja, man muss hier sehr darauf bedacht sein, das geheim zu halten, ja, dass nichts nach außen dringt. Ist das für dich ein besonderes Privileg? Irgendwie schon. Ne? Eben ist Frau Schnabel reingekommen. Es bleibt ein gewisses Gefühl, dass das was Besonderes ist. Natürlich, ja, ganz klar. Die Ratsmitglieder, die kommen jetzt so peu à peu hier rein, also nicht in einem Pulk. Da wird natürlich auch noch mal das ein oder andere Wort gewechselt. Aber so langsam wird es Zeit. 4 Minuten haben wir noch und in der Regel fängt unsere Präsidentin auch immer sehr pünktlich an. Drinnen werden jetzt letzte Unterlagen verteilt, die auch oftmals bis zur letzten Minute noch hier und da geändert werden und deswegen werden die so spät verteilt. Ja. Jetzt kommt die Präsidentin, 1 Minute vor 8, super pünktlich. Wie immer. Ja, und jetzt wird das auch ganz schnell gehen. Sobald sie auf das Mikrofon drückt, auf den Knopf, geht's los. So good morning to everyone. Das ist der Moment, wo wir raus müssen. Wie gesagt, alles streng geheim. Unten im Pressezentrum laufen die Vorbereitungen für die Pressekonferenz nach der Ratssitzung. Letztes Briefing des Sicherheitspersonals. Guten Morgen zur heutigen Pressekonferenz. Erste Reihe ist wie immer ganz normal die Journalisten, die wir kennen. Sind 2 Journalisten sind neu dabei, die müssen wir dann erstmal zeigen, wie es funktioniert mit dem Reinkommen, Tasche und so. Also mit denen ein bisschen nachsichtig sein. Ansonsten, Gregor, hast du die Leute alle eingeteilt?
gemäß Die Position? Leute sind eingeteilt auf der Position. Position 1 ist der Memo, der Mord ist auf der Position 2. Wir haben auf der Position 3 die Susan, Kollege Daniel auf der 4, 5 ist der Sebastian, 6 der Aufzugfahrer ist unser Kollege, der Thomas. Dann, wie gewohnt, 12 Uhr kommen die Sprengstoffspürhunde. Und sobald die fertig sind, werden die Räume quasi besetzt. Dann kommen nur noch die Leute rein, die auf der Liste stehen. Denkt bitte daran, dass ihr euren Blutzuckerspiegel hochhaltet. Dafür habe ich Nervennahrung dabei, dass hier keiner mit knurrendem Magen steht und uns irgendwie umfällt. Das wollen wir nicht. Von daher, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann ansonsten würde ich sagen, auf einen erfolgreichen Tag. Die Pressekonferenz ist der Tag, an dem die Welt auf die Europäische Zentralbank schaut. Und es wäre wirklich fatal, wenn hier was nicht glatt läuft. Bist du jetzt nervös? Angespannt, nervös nicht. Also wir haben hier eine gewisse Routine, aber also ja, ein bisschen angespannt, aber gut angespannt. Spürhund Louis kommt zum Einsatz. Ja, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, die wir haben, immer wenn Pressekonferenz ist, weil der Raum ja eine ganze Zeit nicht genutzt worden ist. Wir haben ja so eine Verbindung mit der Polizei und die nehmen das als Training und wir partizipieren davon. In der ersten Reihe sind immer ganz bekannte Gesichter, es sind immer die gleichen Journalisten. Einfach, dass wir eine Routine haben und wissen, dass da vorne nur Leute sitzen, die wir kennen. Ja. Dann haben wir hier hinten die Interpreter Booth, da sitzen die ganzen Simultanübersetzer für manche Journalisten. Und ja, hier vorne sehen wir das Podium und das ist der Presseraum, wo nachher die Pressekonferenz abgehalten wird. Auf was ist denn der Hund trainiert? Auf Sprengstoff, Waffen und Hülsen kann der Hund suchen, ja. Hat er hier schon mal was gefunden? Nein, zum Glück noch nicht. Hör auf. Nein. Komm her. Dann danke ich dir, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao, Louis. Jetzt geht es schnell. Der Presseraum füllt sich. Bloomberg, dpa, NTV, Presse aus Holland, Spanien, Frankreich. Alle sind vertreten. Ich zeig dir die Bilder. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ja, ihr seid ja ganz herzlich hier. Ja, natürlich. Wir sind immer ganz herzlich. Kennt man sich so lange? Okay. Wir kennen uns schon ziemlich lange, ja. Ja, seit jetzt, wie lange sind es denn? Ja, ich glaube, die ersten 3 Jahre haben wir uns ignoriert, weil da war ich der böse Sicherheitsmann und der Wobei ich fürchte, dass ich schon länger EZB-PKs fotografiere, als du hier bist. Glaube ich auch. Das ist Kai Pfaffenbach, ein Fotograf aus Frankfurt und ja, erzähl doch mal selber was. Ich sage immer gerne so hier dieses Weltmeistertor von Mario Götze oder dieses lächelnde Usain Bolt-Bild. Das ist der Mann hinter der Kamera. Ich bin Fotograf bei Reuters, bei der Nachrichtenagentur. Und für uns ist es natürlich ein Thema. Und ich bin wahrscheinlich der Fotograf, der in den, ich weiß nicht, wie lange das jetzt sind, fast 25 Jahre, ja, die EZB immer fotografiert. Es ist soweit. In den Vorraum darf jetzt keiner mehr. Alles wartet auf die Präsidentin. Und dann endlich. Der EZB-Rat hat entschieden. So, jetzt erst mal durchatmen. Das ist das Geräusch, das beruhigt erst mal. Jetzt haben es andere in der Hand. The Vice President and I welcome you to our first press conference in 24. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. Das hört nicht auf. Das Spiel hört nicht auf. Wir fangen ja jetzt dann nächste Woche wieder an mit den Vorbereitungen für in 6 Wochen. Das ist eine Routine, aber gespickt mit ein paar Extras immer wieder.